So, und jetzt kommt's Ambiente, habe ich gesehen, ne? Ambiente, jetzt wird's Ambiente. Ja, was ist denn Ambiente? Dimmen wir jetzt das Licht oder was? Ja, das Wetter, was so drumherum ist, so, was nicht notwendig ist, aber ganz nett. So Gedöns, so mehr so Ambient. Ja? Mehr Pelle, weniger Wurst. So, ja? Also das heißt, wir haben Nebensächlichkeiten, könnte man sagen. Ja? Nebensächlichkeiten, so. Das sind Ambient-Sachen. Und Activities, ist klar, erklärt sich von selbst, sind halt Sachen, die man machen kann im Spiel, die nicht wichtig sind. Ne? Beiwerk vielleicht, so. Ja? Und das sind dann so die Frage, wie viel braucht man davon? Ne? Was ist wichtig, was nicht? Braucht man es überhaupt? Kann man sich das nicht sparen? Kommt man da nicht schneller raus mit seinem Spiel, wenn man sich diese Ambient-Activities da irgendwie spart und so weiter? Und das wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten. Als erstes würde ich vorschlagen, fragen wir mal weniger als 100 Leute danach, wie das bei denen bestellt ist, weil die sollen es am Ende ja auch zocken. Den ganzen Kram, ne? Und wie stehen die zu Ambient Activities? Wie wichtig sind hier kleine Aktionen im Spiel, wie auf Stühle sitzen können oder friedliche Ambient-Tiere töten können für XPs? Und die haben Folgendes gesagt. Total wichtig. Kleine Aktionen sind mir total wichtig. Ich verliere mich auch regelmäßig darin. Ich weiß auch noch, Also in Rollenspielen auf jeden Fall sehr wichtig, weil das hilft bei der Immersion, wenn ich mich irgendwo hinsetzen kann und die Landschaft betrachten. In Skyrim hat es zum Beispiel auch wunderbar funktioniert. hier zum Beispiel Risen. Ein nettes Beispiel. Ich kann mich gar nicht mehr so an die große Gesamtstory erinnern. Ich weiß aber noch, dass ich wie ein blöder Heldenkronen gepflückt habe. Ja, ich bin da langgelaufen und ganz hinten habe ich schon gesehen, oh, da wächst was. Eine Heldenkrone und andere Pflanzen. Also so Kleinigkeiten. Ich habe auch nie was damit gebraut oder sowas oder einen Trank hergestellt. Ich habe die einfach nur gepflückt und gesammelt und Ja, nicht so wichtig, je nachdem, wie viel das Spiel liefert. Also wenn das Spiel mich schon sehr auslastet mit Story und hast du nicht gesehen und ich da viel zu tun habe wegen den Quests und so, dann brauche ich das nicht wirklich. Das ist also, man will ja jetzt nicht einfach nur das eine machen, wenn man dann was Kleines nebenbei hat. Das macht es auch realistischer. Ne? Ich meine, wer steht den ganzen Tag? Niemand. Wer läuft den ganzen Tag? Niemand. Dass man sich zwischendurch mal hinsetzen kann, ist ein schickes Gimmick auf jeden Fall und kann auch das Ganze etwas realistischer wirken lassen. Ich finde das immer ganz witzig, wenn man jetzt wie bei Dark Souls mit mehreren zum Beispiel oder bei Bloodborne mit mehreren spielen kann, dass du ein paar Emotes hast oder so, einfach nur, weil du halt mit Freunden das spielen kannst oder mit Online-Leuten, ne? Dann macht das schon Sinn. ich finde es toll, wenn bei solchen Spielen einfach diese Kleinigkeiten belohnt werden, dass man sie machen kann. Auch wenn man sie nicht machen muss. Es ist wichtig, dass man es kann. Nicht so wichtig. Ich bin zwar einer, der gerne RPGs und MMOs spielt, wo man halt auch dieses Roleplay machen könnte, aber so stark im Roleplay bin ich dann auch nicht. Wenn es nicht zu repetitiv wird, dann ist es manchmal ganz cool, aber manchmal ist es dann halt auch nervig, je nachdem, ob ich es machen muss oder machen darf. Wenn ich es machen darf, finde ich es gut. Wenn ich es machen muss, finde ich es manchmal nicht so gut. Es kommt halt auch immer drauf an, was für ein Spiel man jetzt halt nimmt, ne? Also wenn es Online-Spiele sind, ja, dann denke ich, brauchst du sowas, einfach um mit den anderen Mist zu bauen, wie man so schön sagt. Bei diesen Einzelspieler-Spielen finde ich es manchmal ein bisschen too much. Meinen Charakter erstellen, so wie ich ihn gerne spielen möchte, wie ich gerne aussehen möchte in dieser Welt. Also mich schon ein bisschen mit ihm vergleichen und sagen, ja, das ist jetzt der Chris, der dort im Game ist. Aber der Chris im Game muss sich nicht hinsetzen oder am Lagerfeuer 5 Stunden sitzen und sein Stöckchen da reinhalten mit seinem Fisch vorne dran. Ja, also man muss schon so ein bisschen was tun können im Spiel, ne? Was außer der Reihe, sonst wird's langweilig, wenn man immer dasselbe macht, ne? Oder wie ist das? Auf den ersten Blick scheint es ja so zu sein, dass dieser ganze Quatsch unnötig ist. Ne? Ja. Es gab mal eine schöne Diskussion darüber. Wir hatten also unterschiedliche Behälter, also zum Beispiel eine Truhe oder ein Safe oder ein Schrank, und da konnte man halt Sachen rauslooten. Mhm. Man konnte aber auch Sachen reinlegen. Mhm. Wir haben aber ein unendliches Inventar. Braucht man dann nicht, ne? Also man muss doch jetzt nicht
ein Feature einbauen, dass man Dinge in irgendein Behältnis reinlegen kann, obwohl man ein unendliches Inventar hat. Das ist eine Diskussion, die haben wir geführt und die war sehr lustig, ich fand das lustig, weil auf der einen Seite Kommt gab es wie oft man sie geführt hat schon, ne? du fandst das nicht lustig? Nee. Ich schon. Und dann haben die die These ist halt, erstens, wenn die Leute dann irgendwie ihre Items in irgendwelche Behälter tun, dann finden die ja nie wieder. Und dann gibt es so das Gegenargument, ja und? Ist doch selbst Was ist dein schuld. Problem? Ja. Dann leg die doch nicht einfach da rein. Ja. So, ja, wozu braucht man denn dann das Feature? Ja, wenn ich das aber möchte, dann kann ich es halt. Ne? Also das ist so, vielleicht möchte ich ja eine bestimmte Truhe als meine Truhe deklarieren und dann da Dinge sortieren können. Und dann erlaubt mir das Spiel das. Ich darf das dann da reintun. Ja. Ich muss nicht, oder weil ich nämlich verschiedene Gegenstände in meinem Inventar vielleicht nicht verkaufen möchte, möchte sie aber auch nicht da rumgammeln lassen, also tue ich sie in meine Truhe. So, und das ist dann ein schönes Feature. Und dann diskutiert man darüber, ob man Mission-Items, das sind die Quest-Gegenstände, ja, die wichtig sind, um Quests zu lösen, wie zum Beispiel, hol mir die Krone des Todes oder so, ja. Und die Krone, die hast du dann gefunden und dann tust du die in irgendeine Truhe rein, schwupp, vergisst du. Ja, wo ist die jetzt? Ja, das hat schon Plotkiller. Das hat Potenzial, so, ne? Vor allem, weil du hast ja die Quest schon, finde, diese Krone hast du ja schon gefunden. Das heißt, der Questpöppel dafür ist ja, auch schon weg. Und wenn es keine Quest gibt, bringe dieses Item zu den entsprechenden NPC. Dann gibt's vielleicht noch nicht mal einen Questpöppel auf die Truhe, wo das Ding drin ist. Aber das ist ja nicht also wenn es in der Welt liegt, die Krone, dann kann ich ja die Krone finden. Aber wenn ich jetzt irgendwie das in die Truhe tue, dann muss das System ja auch darauf reagieren, dass dann die Truhe angezeigt wird für diese Quest, bringe dem die Krone des Todes. So. Und dann steht dann da Krone, nicht Krone des Todes, sondern Truhe und so. Dann muss das System können, das mussten wir dann einbauen und hin und her. Ach, weißt du, das ist viel einfacher. Wir verbieten einfach Questgegenstände in Truhen zu packen. Und schon fängst du an, darüber zu diskutieren. Ja gut, wie soll ich das denn überhaupt dann machen? Das sind Questgegenstände, die darf ich ja auch nicht verkaufen. Oder darf ich die dann verkaufen beim Händler oder darf ich die nicht verkaufen? Ja, ist doch ganz einfach. Da verbietest du dann und fertig. Ja, aber das ist dann kein Ambient Activity mehr, sondern ist das irgendwie eigentlich nur noch Quatsch. Oder? Man kann ja auch 100 Pfeile kaufen und 50 davon in die Truhe tun. Dann habe ich 50 Pfeile in die Truhe und 50, das macht auch keinen Sinn. 100, die wiegen noch nix. Ja, dann baut doch Gewicht ein. Jo, wir bauen Gewicht ein. Ist noch mehr Ambient Activity. Da kann man noch mehr hin und her laufen, ja, um irgendwelche Sachen rauszulooten und das ist super Gameplay. Nee, wir finden nicht so, ja. Das heißt also, wo an welcher Stelle machst du die Grenze? Was ist Ambient und was nicht? Was stört dich und was nicht? Also es gibt auf diese ganzen Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, natürlich auch immer unterschiedlichen Antworten, weil wir haben es auch unterschiedlich gelöst. Manchmal habt ihr das kritisiert, manchmal nicht, manchmal habt ihr es gemerkt, manchmal nicht. So, das ist so, jetzt habt ihr da was geändert oder wir haben sogar fälschlicherweise irgendwie, Gottes Willen, man kann Questgegenstände in Truhen packen und findet die nicht wieder. Ja, solche Dinge. Oder man hat so mal Händler verkauft. Was? Und das hattest du auch nicht gesehen? Die Mütze von Stahlbart hier, ne, wo wir den Jafar haben, so ein Stahlbarts Hut, das war so ein Fall. In Risen 2, den konnte man verkaufen. Irgendwo. Und der wurde irgendwann wichtig, ne, weil unser kleiner Jafar da, der wollte sein Aurikulki finden. Da war die weg. Die olle Mütze war weg. Ja. Und das ist natürlich blöd, ne. So, aber okay, ich schweife ab. Ja, aber daran sieht man aber sehr schön, ja, wie komplex das ist, irgendwie zu entscheiden, ob ein Feature ins Spiel wandert oder nicht. Ne? Anhand dieses kleinen Beispiels, und es gibt ja 1000 Dinge. Das heißt, worauf will man dann hinaus? Also, wir haben Campingstühle, die stehen irgendwo auf irgendeinem Felsen. Da kann man hochgehen, kann sich draufsetzen. Jetzt muss man aufpassen, ist der Campingstuhl denn genau so gebaut wie der Holzstuhl, der in der Hütte steht. Das heißt, alle Stühle müssten eigentlich dieselbe Sitzanimation haben, damit nicht irgendwie die Füße dann durch den Felsen dringen, wenn ich mich auf den Campingstuhl sitze und so weiter. Ja. 1000 Probleme mit kleinen Features. Auf der anderen Seite möchte ich auch gerne mich auf diesen Campingstuhl setzen können, damit ich irgendwie die Aussicht genießen kann, weil es sehr viele Menschen hier draußen gibt, die zum Beispiel gerne Sonnenuntergänge oder Sonnenaufgänge in unseren Spielen genießen. Und solche kleinen Features tragen dazu bei, dass ich mich mit dem Spiel beschäftige, ohne mich mit dem Spiel zu beschäftigen.
Ja, also wisst ihr, was ich meine? Das Spiel ist eigentlich irgendwie, ja, du bist jetzt der Typ und du spielst die Geschichte und hier sind deine Quests und hier hau denen aufs Maul und alles klar. Aber eigentlich gibt's noch ganz viele andere Sachen, die ich tun kann, mit denen ich mich stundenlang beschäftigen kann, ohne dass ich jetzt weiter forciere, das Spiel zu spielen. Und das bringt dem Spiel auf unterschiedliche Arten und Weisen einen Mehrwert. Zum Beispiel durch Immersion. Ja, viele Features erhöhen die Immersion dadurch, dass sie die Welt glaubwürdiger machen, beispielsweise, oder reichhaltiger machen. Und sie beschäftigen den Spieler und lassen unterschiedlichen Spielertypen auch ein anderes Tempo zu, zum Beispiel. Das heißt, ich zwinge nicht den Spieler immer auf die gleiche Handlung, weil ich ihm mehr Freiraum lasse, Dinge zu tun oder zu verweilen. Ähnlich ist es auch mit Ambient-Tieren. Die sind eigentlich völlig unnötig, weil mit denen brauche ich ja nicht kämpfen. Also das Gameplay-Feature-Kampf fällt eigentlich weg, wenn ich da einfach nur draufhau und das hab dann sofort meine XP. Ja. Aber es macht die Welt halt reichhaltiger. Es ist irgendwie schön, wenn da Viecher rumlaufen. Und es ist auch moralisch verwerflich. In Elex 2, In Elex 2. Ja, weil da steigt nämlich vielleicht ein bisschen nur, aber steigt die Zerstörung. Und das ist natürlich dieser Moralwert. Und das ist auch wieder so ein Gameplay-Element. Macht man es jetzt, macht man nicht. So. Gab Leute, die haben sich darüber geärgert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht völlig von der Hand zu weisen, dass wenn ich jetzt auf die Straße gehe und irgendwelche Ratten erschlage, dass das dann ja auch ein bisschen moralisch verwerflich ist. Naja, gut, ist ja auch nur ein bisschen. Ganz bisschen. Ist ja nur ein bisschen verwerflich. Ganz kleines bisschen. Kann man schnell wieder aufholen mit einer guten Tat. Ja, das ist richtig. Oder es so spielen wie ich und die armen Tiere leben lassen. Ja, Ne, wenn ich wie dann seht ihr das? aus Versehen so. Wie seht ihr das? Ist das verwerflich? Ist das nicht? Darf man das? Darf man da irgendwie moralisch irgendwie so einen Punkt dran machen? An so Ambienttiere oder nicht? Würde mich mal interessieren, wie ihr dazu seht, ne? Weil Ambienttiere leben lassen, die armen Ratten oder so, ja. Ja. Also das ist schon, ne? Bam! Rattenplätten. Ne? Ja, Ja. schon. Weiß nicht. Wie seht ihr das? Schwierig, ne? Na gut. Ambient-Gedöns. Vielleicht zu der anderen Seite. Warum dann nicht einfach immer alles einbauen? Weil jedes Feature, was man einbaut, Zeit und Ressourcen frisst. Ja. Ne, das könnte man ja auch andersrum argumentieren und sagen, ja gut, diese Zeit, die man jetzt zum Beispiel investiert, um Ratten und Stühle zu bauen, auf die man sich setzen kann, könnte man auch investieren in ein wichtiges Hauptfeature des Spiels und das dann noch weiter verbessern oder polishen oder sowas. Gut, das machen wir eh. Ne? Ja. So, genau. Also im Grunde genommen ist das ein Stück weit eine Philosophiefrage. Wie möchte man es denn jetzt haben? Und was würde uns gefallen in dem Spiel? Und es war auch von eurer Seite, also in meiner Erinnerung immer sehr häufig gewünscht, lasst diese Ambient-Sachen drin, auch wenn sie vielleicht nicht notwendig sind, aber es bereichert halt das Spiel. Und wenn man es einmal im Spiel drin hat, hat man sie nicht drin. Man muss immer wieder neu bauen. Das muss man auch wissen. Das heißt, diese Dinge, ihr hattet das schon mal. Wieso habt ihr das wieder rausgemacht? Und wir haben es nicht rausgemacht. Wir haben es nur nicht reingemacht. So, ja. Weil was meistens halt doch, ne? Wenn man sich innerhalb von einer Spielreihe befindet, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich irgendwelche Assets nachbearbeitet und dann doch nochmal irgendwie wieder verwendet. Aber in den meisten Fällen war das so, alles komplett neu gemacht. So, ja. Und das ist halt so, ne? Gut, Stühle brauchst du immer. Kannst du einfach den Stuhl nehmen, der da in der Kneipe steht. Stimmt schon, ja. Das ist vielleicht auch irgendwie zu nichtig und zu klein, ne, als dass man da sagen würde, das ist jetzt irgendwie so ressourcenfressend so. Ne? Ja gut, man könnte halt die Frage stellen, muss ich mich überhaupt setzen können? Ja, so, ne, das ist, ja. Ne? Ich finde schon. Ja, ich finde das super. So, ab und zu mache ich das tatsächlich. Vor allem bei einer Kneipenschlägerei, sich auf den Stuhl zu setzen, mittendrin, bis die Granate dir um die Ohren fliegt und du in die Ecke fliegst, finde ich schon lustig, ja. Ne, würde ich dann mich nicht nur dahin stellen, sondern ich setze mich da und süffel mal ein Bier. Ich finde das schon lustig. Ne, ja. So. Aber das ist auch so ein Bud Spencer, Terence Hill Humor, so den wir in unseren Spielen drin haben. Den mag nicht unbedingt jeder. Das ist halt so, ne. Wir stehen da drauf, finden das total geil und wir frönen das auch. Ja, ist halt Schimanski, ne, aus dem Ruhrpott, so ist das eben. Gibt's halt auch mal auf die Fresse, ne? Ganz normal. Während einer da auch lecker auf dem Stuhl sitzt.
und sich das ganze Gezuppel angucken. Gut, Es gibt super viele von euch, die gerade auf Steam in den Bibliotheken Videos und Screenshots hochladen. Da sind manchmal Sachen bei. Wir haben uns schon bald in die Hosen gemacht vor Lachen, echt. Und die ganzen Kleinigkeiten, die ganzen Ambient Activities und so, die werden wir auf jeden Fall beibehalten, weil wir stehen da drauf, finden das super. So, Ja, das ist echt gut. Ja. Ja. So, das macht das Spiel auch bunt und macht das Spiel auch aus, weil das ist detailreich, muss es sein, finden wir. Und jeder bei uns hat auch die Möglichkeit, irgendwelche Sachen einzubauen, worauf er Bock hat. Und das macht uns einfach aus, uns Piranhas. Gut. Hast du eine Community-Frage, Jenny? Ja, da hat jemand gefragt, wieso hat Elex 2 eigentlich dasselbe Desktop-Icon wie der erste Teil? Haben wir kein neues gemacht? Ist dasselbe Spiel, fertig, so. Offensichtlich hat sich niemand dazu berufen gefühlt, das Gefühl zu haben, man müsste da ein neues Icon machen. Crony ist cool, fertig, so. Ja. Das ist ein Detail, war uns nicht wichtig. Gut. Dann hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Bis dann. Mach's gut. Tschö. Aber jetzt, wo du das sagst, das stimmt. Das ist wirklich dasselbe Icon. Ist mir nicht mal aufgefallen. Mir auch nicht.